Hallo ihr Lieben, dieses Mal gibt's ein köstliches Kinder-Country-Dessert. Es besteht aus sahniger Mascarpone-Creme, cremiger Ganache und Frühstückscerealien. So lecker, unbedingt ausprobieren. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 400 Gramm Sahne, 2 Päckchen Sahnesteif, 500 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Speisequark mit 20% Fett, 6 Esslöffel Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker sowie 1 Teelöffel Butter, 200 Gramm Sahne und 300 Gramm gehackte Vollmilchschokolade für die Ganache und eine Tasse Frühstückscerealien. Also in diesem Fall gepuffter Weizen mit oder ohne Honiggeschmack. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. In einer Schüssel werden Mascarpone, Speisequark und Zucker cremig gerührt. Das Sahnesteif wird mit dem Vanillezucker vermischt und während des Schlagens zur Sahne gegeben. Wenn die Sahne etwa so aussieht, ist sie fertig und kann unter die Mascarpone-Creme gehoben werden. So kann die Creme dann schon mal in Dessertgläser gefüllt und kalt gestellt werden. Ihr könnt das Dessert natürlich auch in größeren Formen anrichten. Für die Ganache wird die Sahne einmal aufgekocht. Der Topf wird vom Herd genommen und die Schokolade untergerührt. Dazu kommt noch die Butter. Abgedeckt sollte die Ganache lauwarm abkühlen. Sie sollte nicht zu warm sein, aber auch nicht so kalt, dass sie zu fest wird. Wenn sie dann die richtige Temperatur hat, wird sie auf der Creme verteilt. Darüber kommen dann noch die Cerealien, etwas Sahne und ein kleines Stückchen Kinder-Country. Bis zum Servieren stellt das Dessert unbedingt in den Kühlschrank. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.